Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Die Weihnachtszeit rückt näher und ihr habt sicherlich schon das letzte Plätzchen-Video gesehen. Und da habe ich mir gedacht, die nächsten Gerichte stehen im Fokus der Weihnachtszeit und deshalb gibt es heute Entenbrust. Ich überlege, ob ich tatsächlich das nächste Mal auch noch was mit Gans mache, aber erstmal heute Entenbrust. Und die Ente hat eine lange historische kulinarische Geschichte. Und zwar, jeder kennt ja die Peking-Ente, das heißt, im traditionellen alten China war sie schon sehr bekannt. Und des Weiteren ist sicherlich das Thema Barbarie-Ente ein Begriff aus dem 16. Jahrhundert. Und die Ente hat sich halt, sag mal, die wurde früher komplett verarbeitet und das Gericht hat sich weiterentwickelt. Und irgendwann hat man mit der Stopfleber, was ich überhaupt nicht befürworte, aber ist die Entenbrust entstanden, denn die war sehr fett. Gut, und dann irgendwann ums 1960 herum hat ein französischer Koch tatsächlich herausgefunden, wenn man die Ente nicht zu stark kocht oder verbackt oder verbrät, sondern sehr langsam gart und auf einen sehr niedrigen Garpunkt bringt, dass das ein richtiger Genuss ist. Und deshalb werden wir heute das Entenbrustfilet Niedrigtemperatur garen. Das heißt, der Backofen, der wird nur so um die 100-120 Grad heiß gemacht und dafür darf die Entenbrust dort länger verweilen. Das sorgt dafür, dass die sehr, sehr zart wird. Genau, und jetzt fangen wir an und ich würde vorschlagen, wir schauen uns mal an, welche Zutaten wir brauchen für die Entenbrust Niedertemperatur gegart. Kommt rein. Also, natürlich brauchen wir Entenbrust und ich habe hier 3 Entenbrustfilets, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, liegen. Die sind auch schon gewaschen und abgetupft und wären jetzt bereit, gesalzen zu werden. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Wir machen eine kleine, ich sag mal, Soße, die wir oben aufstreichen aus Soja und Honig und werden damit die Entenbrust bestreichen und dann kommt die in den Backofen. Dazu werden wir dann eine Soße kreieren und die besteht aus Geflügelfond, Rotwein, Schalotten, Knoblauch, etwas Zucker zum Karamellisieren und, wie war das mit der eigenen Note? Ich mache ein bisschen Zartbitterschokolade dran und ich werde euch sagen, ob das eine gute Idee war oder nicht. Wir probieren es auf jeden Fall aus. Dazu kommt Rosmarin und Thymian. Und um sicherzustellen, dass die auch wirklich seine Zieltemperatur erreicht, habe ich hier ein Thermometer. Das werden wir definitiv brauchen. Gut, das war's zu den Zutaten. Ich würde sagen, wir fangen an. Als erstes müsst ihr schauen, dass alle Kiele raus sind. Aber da muss ich sagen, das ist wirklich gut gelungen. Und dann schneiden wir mit einem scharfen Messer vorsichtig die Haut ein. Und zwar bis aufs Fleisch, aber nicht ins Fleisch. Das machen wir mit allen 3. Jetzt habe ich mich fast in den Finger geschnitten. Ich habe es schon gemerkt. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Da ist man dann einfach zu faul für, den Messerschärfer rauszuholen. Aber das geht noch. Für heute geht das noch. Einmal geht das noch. So, das schneiden wir jetzt grob ein auf einem Teller, ganz professionell, wie es sich nicht gehört. Und dann kommt das schon mal in die Pfanne zum Anbraten. Das machen wir jetzt mit allen 3. Macht das nicht zu grob, das Raster da oben drauf. Und ihr müsst auf jeden Fall durchschneiden. Das sorgt dafür, dass sie sich nicht so stark wölbt. Und ihr seht, bei mir ist es nur suboptimal gelungen. Aber das ist nicht schlimm, das macht ihr besser. Liegt sicherlich auch am Messer. Gut. Nummer 2. Und dann noch die 3. Die passt leider nicht in die Pfanne rein. Da müssen wir doch zweimal braten. Aber das ist nicht so schlimm, das schaffen wir schon. Ich habe leider nur eine gusseiserne Pfanne, die wunderbar die Hitze weitergibt, aber die ist nicht zu groß, als dass man da 3 Entenbrüste reinbekommt. Das muss so gehen. Okay, dann legen wir die nochmal zur Seite und braten erstmal an. So, die Entenbrust ist jetzt circa 3 bis 4 Minuten angebraten worden. Jetzt drehen wir die nochmal um und lassen die nochmal 1 Minute nachbraten. Und danach sind die ersten beiden auch schon fertig. Bitte passt ein bisschen auf, da spritzt die Sau. Das ist nicht so toll. Und wir wollen jetzt nicht noch irgendeine Fettverbrennung haben. Gut, die ersten beiden Stücke sind soweit. Die legen wir jetzt erstmal schnell zur Seite. Mal ganz kurz und danach machen wir das 3. Stück noch, bevor die alle 3 in den Backofen wandern. Und in der Zwischenzeit, wo das anbrät und mir die ganze Küche voller Fett verspritzt, machen wir die Sojasauce mit dem Honig. Dazu nehmen wir jetzt einfach, mal so ungefähr 3 Teelöffel Sojasauce.
Dann haben wir natürlich das Salz vergessen, das heißt ein kleines bisschen Salz machen wir mit dran. Und wir nehmen den Honig und da brauche ich jetzt erstmal einen neuen Löffel. Das Verhältnis ist ungefähr 1:1. Ja, ganz grob. Einmal. Natürlich daneben. Zweimal. Und dreimal. So. Ja, das ist eine schöne Schweinerei. Und das vermischen wir jetzt einfach. Und mehr gibt es auch nicht zu tun. Und jetzt können wir die Soße schon mal auf die ersten beiden Enden Brüste aufschmieren. Könnt ihr gerne auch einen Pinsel nehmen. Also ich mache mir jetzt mal einfach und suche jetzt nicht noch irgendeinen Pinsel raus, sondern das wird auch so gehen. Und der Honig wird hier wunderbar karamellisieren. So, einmal, zweimal. Okay, und dann fehlt nur noch der dritte im Bunde. Dann müssen wir jetzt noch warten, bis der fertig ist. Und dann werden wir den auch noch bestreichen. Okay, jetzt machen wir den dritten auch noch fertig. Und denkt dran, ihr müsst es von beiden Seiten anbraten. Von der mit der Haut, da dürft ihr gerne ein bisschen länger braten, so circa 3-4 Minuten. Und die Rückseite, ja, ich würde mal sagen, 1 Minute reicht da völlig aus. Und dann wandert der Kram in den Backofen, aber nicht in den Bräter, sondern wir werden das jetzt auf einen Grillrost legen und eine Schale drunter, damit es auch von allen Seiten wunderbar anbraten kann oder backen kann. So, und jetzt wandern die 3 wunderbar hier in den Backofen. Bei uns gibt es übrigens dazu Kartoffel und Rotkraut. Da mache ich aber jetzt nicht ein extra Video hierzu, sondern Kartoffelkochen, ich denke, ist ein No-Brainer. Und, huch, jetzt ist sie flattert nicht in den Backofen. So, die legen wir jetzt einfach auf das Grillrost drauf oder auf das Rost und haben hier drunter noch eine Auffangschale. Und so wandert das jetzt in den Backofen, und zwar gemeinsam, für circa 25 bis 30 Minuten. Und dann messen wir mal, was so die Temperatur sagt. Und die Kerntemperatur sollte, meine ich, irgendwie so um die 65 Grad sein. Wenn die erreicht ist, die Kerntemperatur, könnt ihr das gerne auch auf 65 Grad runterregeln und noch eine halbe Stunde drinnen lassen. Wichtig ist, dass es lang genug heiß ist, denn Geflügel kann Salmonellen enthalten und wir wollen uns ja hier nicht noch irgendwas holen. Also lieber ein bisschen länger und ein bisschen mehr durch als zu roh. Gut, dann machen wir jetzt die Soße. So, also in den Topf machen wir jetzt erstmal so 2 Esslöffel Butter rein. Was wir natürlich vergessen haben, ist die Butter bei den Zutaten rauszulegen. Und in der Butter werden wir jetzt die Schalotten und den Knoblauch andünsten. Und dazu schneiden wir den mal ganz schnell in kleine Würfelchen. So, und für den Knoblauch, dann nehmen wir eine Knoblauchpresse. Geht einfach viel schneller. Einmal. Zweimal. Und meistens bleiben da noch so ein paar Reststücke drin. Man auch noch, ups, ja, oder so. Muss sowieso gespült werden. So. Gut, das dünsten wir jetzt vorsichtig an. Und dann kommt auch schon der Zucker hinzu. Nehmt am besten Rohrzucker. Ich hatte gerade keinen da. Also Rohrzucker ist, glaube ich, am besten geeignet. Den schreibe ich auch so ins Rezept rein. Und danach machen wir ein kleines Stück Schokolade dazu. So, jetzt kommt der Zucker hinzu. Das lassen wir jetzt ein bisschen karamellisieren. Nicht zu viel, dass es nicht verbrennt. Und dann versuchen wir jetzt mal ein kleines Stück Schokolade damit reinzumachen. Das müsste hoffentlich gut schmilzen. Das ist so 90% Kakao, also wenig Zucker. Und ihr seht schon, die Farbe verfärbt sich so ein bisschen von dem Zucker, der da reingekommen ist. Und das werden wir jetzt mit Rotwein ablöschen. Da kommen so Pi mal Auge 200 Milliliter rein. Und das machen wir jetzt aus der Hand. Und hoffen, dass das passt. Gut.
Und wenn das schön aufgekocht ist, kommt die Gemüsebrühe rein. Dann müsst ihr mal schauen, ich habe jetzt eine Schalotte mehr reingemacht. Theoretisch könnt ihr auch 2 Gemüsebrühen reinschütten. Und die doppelte Menge Rotwein. Wie ihr das gerade mögt. Aber ich denke, das passt so ganz gut. Mit den 2 Schalotten und den 2 Knoblauchzehen, da wird die Soße etwas kräftiger. So, das ist jetzt soweit schon ein bisschen eingekocht und jetzt kommt die Gemüsebrühe hinzu. Und in die Gemüsebrühe, in die Soße, legen wir jetzt einfach die Kräuter rein. Die sind natürlich vorher gewaschen worden. Und die lassen wir jetzt mitkochen und warten, heiß, sodass sich die Soße etwas reduziert. Und danach werden wir sie noch andicken, mit Salz abschmecken und das war's. So Leute, schaut euch mal das Resultat an. Alles schön rosa geworden. Das mit dem Temperaturmessgerät gemacht und ich würde mal sagen, wir haben so 65 Grad Pi mal Auge, teilweise auch 67 erreicht. An manchen Stellen war es ein kleines bisschen weniger. Und ihr wisst ja, ich habe ja Kinder und deshalb ist es mir lieber, wenn es ein kleines bisschen mehr durch ist, als wenn es zu wenig ist. Und so sieht das Resultat aus. Und wir werden das jetzt mal probieren. Wir müssen es noch ein bisschen salzen. Und dann schneiden wir uns da mal so ein kleines Stück raus. Ups. Und probieren mal, wie die Ente so schmeckt. So, dann probieren wir jetzt mal. Die Ente habt ihr gerade gesehen. Und die nehme ich mir jetzt mal ein bisschen von der Soße. Und gucken mal. Boah, die ist super zart geworden. Das ist echt ein Genuss. Boah, toll. Probieren wir noch mal ganz kurz die Soße. Also der Rosmarin kommt gleich durch. Eine ganz leichte Süße. Passt mega gut zusammen. Ist sehr, sehr lecker geworden. Klare Empfehlung. Macht die Entenbrust Niedertemperatur. Die zerschmilzt fast auf der Zunge. Wirklich ganz toll. Also, ihr Lieben, ich möchte jetzt essen, bevor die kalt wird. Deshalb beenden wir sofort das Video. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Bye.